Musik würde ich beschreiben als Musik im Allgemeinen. Warum? Weil ich versuche ziemlich viel mit zwar urbanen Elementen zu spielen, also mit Rap, R&B, Hip-Hop natürlich, aber auch gleichzeitig viele Soul-Elemente dazu packe, mit vielen Pop-Elementen spiele. Insofern ist das für mich so eher genreübergreifende Musik, die ich das bezeichne. Verwirklichung im Visier, ich hab genug von dem Ort, es ist und bleibt die Squad, Kumbaya, mein Lord. Mann, nichts ist unmöglich, Digga, ich lebe den Traum. Doch zu viel Schuld muss Freiheit weichen, so wie Luft dem Raum. Sorgen falten vor dem Fall, keiner hilfsbereit. Ist der Kuchen bald meiner, vergiss es mit Teilen. Eine Handvoll wahrer Freunde, Digga, ich bin schon reich. Ich meine, dadurch, dass ja meine Musik davon lebt, dass ich bin, wie ich bin, nun mal, mache ich das an sich bewusst, unbewusst, kann man eigentlich dazu sagen, weil bewusst im Sinne von, wenn man so ist, wie man ist, und unbewusst, weil man so ist, wie man ist, so letzten Endes. Und ich meine, ich bin am Ende des Tages ja auch, ich bin ja in einem halb afrikanisch, halb russischen Haushalt aufgewachsen. Mein Vater selber war ja sogenannt integriert, wie man so schön sagt, oder meine Mutter ja dann auch, klar. Mein Vater war ja, Herzchirurg halt bis zu seinem Tod. Und da ist es ja auch dementsprechend so, dass man ja auch die deutsche Kultur als selbstverständlich auch irgendwie annimmt. Das ist ja Teil eines selbigen so irgendwo. Und ich weiß natürlich, was meine Wurzeln sind, das ist klar. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt im expliziten Sinne in meinem Alltag ja nichts anderes kennengelernt, also in der Vollständigkeit wie die deutsche Kultur. Menschen, die vielleicht in diesem Land so eine Art, ich sage jetzt mal extrem ausgedrückt, eine Art Identitätskrise erleben. Ich meine, ich bin ja selber davon ja auch nicht unbedingt geschützt vor dem. Ich meine, familiär gesehen war es ja auch so, dass ich für die afrikanische Seite zu weiß war, für die, ich sage jetzt mal für die russische Seite war ich zu schwarz. Insofern führt das dann auch letzten Endes auch dazu, dass man sich ja nicht zu 100% irgendwo zu Hause fühlt. Deshalb muss man sich dessen auch bewusst sein, klar, und damit auch lernen umzugehen am Ende des Tages. Ich persönlich finde, dass ich diesen Prozess selber für mich schon größtenteils geschafft habe, klar. Ich sage immer, entweder man ist deutsch vom Gefühl her, man muss sich seiner Wurzeln bewusst sein. Das natürlich, das ist ganz wichtig, ist ja klar, weil das ist am Ende des Tages Teil von dir, deine Identität. Oder du bist es halt nicht, ganz einfach. Also ich würde jetzt persönlich Leuten quasi, die verschiedene Kulturelemente verbinden, also die jetzt quasi eine Art Identitätskrise erleben für sich selber, würde ich selber raten, dass man quasi die Offenheit beibehält auf der einen Seite, weil es fängt ja immer bei sich selbst, fängt es ja erst einmal an. Und der Mediator, um den es geht, und das ist ja der Staat dann am Ende des Tages, beziehungsweise die Bürger, die kommen ja natürlich auch an zweiter Stelle dann in der Hinsicht. Und da würde ich halt auch so ein konkretes Beispiel jetzt vom Staat aus gesehen, was ich jetzt persönlich kritisieren würde, wäre, auf offizieller Ebene wird ja auch immer wieder gesagt, Deutscher mit Migrationshintergrund. Ich persönlich kritisiere diesen Begriff auch da schon wieder, weil man entweder deutsch ist in dem Fall, man ist entweder Franzose, entweder Italiener oder man ist es eben nicht oder man gehört zu einem anderen Land. Und das ist dann halt auf offizieller Ebene, was dann halt passiert, auch von Regierungsseite aus. Und das persönlich kritisiere ich, weil das am Ende des Tages auch wieder so diese Schubladendenken schürt und halt Leute mit einer sogenannten Identitätskrise eben dadurch halt Steine in den Weg gelegt bekommen. Und man da halt leicht stolpern kann, weil man dann am Ende des Tages ja trotzdem irgendwo abgegrenzt wird. Auf dezente Art und Weise, aber es passiert trotzdem. Dadurch, dass ich würde halt speziell in unserem Land ist das halt so dieses generelle Problem, sage ich jetzt mal, ziemlich pauschal ausgedrückt, aber auch bewusst pauschal ausgedrückt, dass wir so ein Schubladendenken haben nun mal. Und das erstreckt sich halt auch auf die musikalische Ebene, dass man halt auch, nur weil man eben afrikanische Wurzeln hat, man gezwungenermaßen automatisch Gangsterrap machen muss oder eben, ich sag jetzt mal, Afro beeinflusste Musik halt so im klassischen Sinne. Natürlich kann man diese Musik lieben, ist doch klar, dass ich sie selber auch konsumiere zu Hause, natürlich. Und ich persönlich finde, dass so Musik nicht nur eine Sparte oder eine Hautfarbe repräsentieren muss, sondern halt bestimmte Launen, bestimmte Entwicklungen. Yeah.
Es geht von vorne los, nettes Lächeln, gute Worte, ja, okay. Ich sieh selten von deiner Sorte, nenn mich Ron, ne 7 mit ner 2 da vorne. Das Produkt russisch-ugandischer Exporte, fühl dich frei. Du kannst dich bitte ruhig noch nähern. Wie du in diese Hose passt, musst du mir bitte erklären. Ich will mehr von dir wissen, mehr von dir kennen. Erzählt mir mehr von dir, hör nicht auf mit mir sprechen. Bist ne Frau, deren Sein deinem Alter entspricht. War der rote Lippenstift für meine Augen bestimmt. Bin ich die Mitte deiner Welt, Nummer 1 als Zahl. Sie tun alles, was sie können, Babe, ich hab die Wahl. Ich bin schon fast da, ey, du an der Bar. Ich bräuchte mal Wasser, bitte gibst du mir ein Glas. Dein Blick kreuzt meinen, bin ich über den Berg, atemberaubend wie das Feuer. Weil ich ja am Ende des Tages sowohl also mit meinen Macken, die ich natürlich besitze, ist ja klar, als auch mit meinen positiven Aspekten so bin, wie ich bin. So. Das ist für mich selbstverständlich, so zu sein. Insofern versuche ich mich, ich weiß, dass Stereotypen existieren, ich weiß, dass Stereotypen auch auf mich projiziert werden. Ich selber distanziere mich dann natürlich davon, denke aber letzten Endes, dass so gesunder, ich sage mal innerhalb eines Freundeskreises, so bei mir ist es ja so, dass mein Freundeskreis sehr multikulturell ist, so besteht aus allen möglichen Nationen, allen möglichen Kontinenten, jetzt allgemein gesagt, und da ist es natürlich klar, dass wir versuchen den Spieß am Ende des Tages umzudrehen. Ich meine, Leute, die quasi mit negativen Stereotypen auf einen zukommen, versuchen ja einen zu verletzen. Wir drehen das um, lachen uns untereinander, also bringen halt auch unter uns quasi so stereotypische Witze natürlich und versuchen das ein bisschen mit Humor zu sehen, ja, so ein bisschen sarkastisch auch so. Oder das gesunde Spielen mit Stereotypen ist auch eine Art von intelligentem Humor, würde ich jetzt erstmal sagen. Es kommt aber letzten Endes immer darauf an, wie man damit umgeht. Bei uns ist das jetzt Gott sei Dank der Fall, dass wir das natürlich mit Humor alles angehen. Gibt aber natürlich Leute, die das eben falsch interpretieren, falsch verstehen und das halt negativ auf einen projizieren. Und da ist es dann bei mir so, dass es dann auf Durchzug geht, da rein, da raus. Und sowas belächeln wir so letzten Endes.